Der Verein hat sich kontinuierlich entwickelt. Also wie gesagt, wir haben begonnen als Förderverein. Im Prinzip war ich da mehr oder weniger alleine zu Beginn. Und jetzt haben wir 18 Standorte und über 50 Mitarbeitende. Also hat sich sehr viel getan. Da haben einige Dinge ganz gut zusammengepasst und aus dem ist das Ganze entstanden, da wo es jetzt ist. Und ja, wird vermutlich in den nächsten Jahren noch ein bisschen größer werden. Sonst brauchen wir so Tupperwares und was uns überbleibt, füllen wir ein. Ja, richtig. Ja, genau. Genau, super, gut. Danke, Alex. Ciao. Wir haben Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, wir haben ein Frauenhaus, das ist, glaube ich, das einzige, das es in dieser Art in Österreich gibt, das Asylwerberinnen offen steht. Es gibt dieses schöne Haus hier in der Josefstadt, das auch einen Frauen- und LGBTIQ-Schwerpunkt hat, und dieses Lokal hier unten, das dem Ganzen auch ein bisschen einen anderen Spin gibt. Und in dem gleichzeitig Menschen aus unseren Einrichtungen einen Job finden oder hier arbeiten. Also hier sind zum Teil Menschen, die brauchen längst unsere Unterstützung nicht mehr, aber arbeiten jetzt hier von Anfang an mit, oder auch aus dem UMF-Haus, dem Kinderflüchtlingehaus in Mödling sind zwei junge Männer da. Also das ist mal schön, dass wir hier die Möglichkeit bieten können, Ausbildungsplätze oder so Jobs anzubieten. Also im Flüchtlingsbereich ist sehr viel Hands-on-Arbeit, sehr viel zu tun, das sich aus den Bedürfnissen einfach ergibt. Es ist natürlich immer wieder so, dass auch Burschen sehr, sehr hohe Belastungen mitbringen. Da versuchen wir auch psychologisch und in Ausnahmefällen psychiatrisch unterstützend tätig zu sein. Manche sind auch krank, da haben wir ärztliche Unterstützung. Das heißt, wir versuchen, so wie der Bursche zu uns kommt, einzugehen und das Bestmögliche für ihn zu machen. Ja, die Abendroutine, das ist ziemlich ähnlich der Ablauf. Wenn ich komme, dann wird gerade gekocht, dann tun wir essen und dann wird die Küche zusammengeräumt und dann haben wir noch Zeit für Spielen oder eher Deutsch lernen und irgendwas suchen. Vielleicht manchmal kommen sie am Abend, weil da mehr Zeit ist für Lehrstellensuche oder für Schulaufgaben. Da kommen sie dann ganz gern und auch zum Reden, weil manchmal bei manchen dieser jungen Menschen kommen die Probleme gern, wenn es finster wird, am Abend ein bisschen hoch. Imran,
meinem Kopf natürlich. Die Mama hat so lange geschlafen. Nicht der Mutter. Und hat wieder keine Suppe. Bist du Vitamine? Ja, Bist du? Kurenfrucht in Komposition. Ich fand den Verein immer total spannend und es hat sich einfach voll gut ergeben, dass ich bei Tralelobe anfangen kann. Und für mich ist es spannend, weil ich habe vorher mit Burschen und Mädchen gearbeitet und unser Haus hier in Hollerbrunn ist ein reines Frauenhaus und hat den Schwerpunkt auch für Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Das heißt, das ist für mich ein Feld, mit dem ich vorher peripher zu tun hatte sozusagen und wo ich jetzt einfach viel mehr involviert bin und das finde ich sehr spannend. Generell ist es so, unser Job ist es, dass wir schauen, dass wir die Frauen und Mädchen sehr gut unterstützen beim Ankommen in Österreich und sie auf einen guten Weg zu bringen. Das heißt, unser erstes Ziel ist natürlich immer, dass die in einen Deutschkurs kommen. Dann ist es so, wenn die Frauen kommen oder auch die Mädchen kommen, dass es immer eine Weile dauert, bis man eine passende Bildungsmaßnahme findet. Das heißt, unser großes Anliegen ist, dass wir ein sinnvolles Freizeitangebot haben für die Bewohnerinnen. Das heißt, selbstverständlich spielen gerade in der Flüchtlingshilfe Spenden eine wichtige Rolle, um auf einem Niveau arbeiten zu können, mit dem wir halbwegs zufrieden sein können. Da geht es schon auch um eine gewisse Qualität, die wir bieten wollen und die wir alleine mit den Geldern, die es vom Staat gibt, das könnten wir nicht schaffen. Aber wir sind eine Non-Profit-Organisation, das heißt, alles, was wir einnehmen, geht auch wieder in diese Projekte. Wir machen keinen Gewinn. Wir haben eigentlich schon einen bestimmten Schwerpunkt, das sind nämlich Frauen und Kinder, also sowohl alleinstehende Frauen als auch Alleinerzieherinnen haben hier so kleine Wohneinheiten und es hat halt jede Familie ihre eigene Wohnung. Das ist das Spezifikum hier auch, ja, dass sie sich weder Küche noch Bad noch Waschmaschine teilen müssen. Ja, das ist halt hier besonders fein, dass man nicht auch in Konflikt kommt mit anderen Familien, wo man sich Bereiche teilen muss und so.
Wir haben unterschiedliche Lebensbedingungen gehabt. Aber jetzt ist es ein Bestes, ja, weil wir eine eigene Wohnung haben und jetzt natürlich ist es sehr gut für uns, für Kinder. Ja. Als ich das erste Mal mit der Johanna gesprochen habe, habe ich sofort verstanden, wie sie hilfsbereit und nett und erreichbar für die Leute, die hierher gekommen sind. Und beim weiteren Gespräch, als ich erzählt habe, dass ich Ärztin bin und dann, dass ich hier eine Strifizierung machen will, die Johanna hat mir empfohlen, wenn ich irgendwelche Unterstützung brauche, dann sind wir für dich da. Und es war auch eine große Motivierung. Ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar, dass ich eine Wohnung bekommen habe, dass ich überhaupt dort lebe, dass mit allen Problemen kann ich mit unseren Büros, Teams sprechen und sie finden immer irgendwelche Lösung und wirklich, ich bin zufrieden.